überwachen heute alle K-Pop Demon Hunters und alle Saja Boys mit der Drohne. Wir überwachen heute mit dieser Drohne Rumi von den K-Pop Demon Hunters. Außerdem überwachen wir noch Gino und Baby Saja von den Saja Boys. Und wir werden versuchen, Mira und Zoe von den K-Pop Demon Hunters zu überwachen. Ihr wisst ja, dass die Saja Boys Dämonen sind und die K-Pop Demon Hunters jagen. Und deshalb werden wir heute wirklich alle 40 Minuten lang mit der Drohne überwachen. Aber Gino von den Saja Boys ist in Rumi von den K-Pop Demon Hunters verliebt. Dann ist ja auch noch eine Liebesgeschichte mittendrin. Ich bin schon so gespannt, was in diesem Video hier heute passiert. Aus diesem Grund schaltet nicht ab und schaut es bis zum Schluss. Lasst ein Like da und ich würde sagen, wir müssen die Drohne jetzt unbedingt starten. Unsere Drohne ist jetzt in der Luft und wir sind auf der Suche nach allen K-Pop Demon Hunters. Da sind sie schon. Du hast recht. Das ist Rumi und Zoe. Und Saya. Was? Da ist einer von den Saja Boys auch dabei? War da gerade jemand von den Saja Boys? Ich weiß es nicht. Spult mal zurück und schaut es euch an. Das sind doch echte Dämonen. Das heißt, das sind doch die Bösen. Ihr kennt doch alle die K-Pop Demon Hunters. Die K-Pop Demon Hunters kämpfen gegen die Dämonen Saja Boys. Ja, aber warum treffen die sich dann dort zusammen? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die Jungs auch eine K-Pop-Gruppe und die Mädels auch. Ja, die singen oder wenn nicht und dann jagen sie Dämonen. Wir fliegen mit euch jetzt hier diesen ganzen Platz ab. Vielleicht finden wir ja irgendjemand. Wo sind die aber hingegangen? Da hinten sind sie. Da hinten ist Zoe und sie küsst jemand. Und jetzt sind sie abgehauen. Leute, habt ihr gesehen, wen Zoe geküsst hat? Ich weiß es nicht. Warum? Das muss einer von den Jaja Boys gewesen sein. Oder war das Rino? Nein, einer von den Dämonen. Wieso treffen die sich und küssen sich? Okay, ich glaube, das war Rumi. Es war Rumi mit den lilanen Haaren. Aber warum küsst sie einen Dämonen? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist sie in Saya verliebt. Ja, aber das kann doch nicht sein. Die jagen doch die Dämonen, Okay. wenn sie nicht gerade singen. Wir suchen weiter. Vielleicht finden wir jemanden. Oh mein Gott! Das sind alle. Das sind wirklich alle. Und ihr seht, das ist Rumi und Gino. Sie sind zusammen. Die treffen sich alle mit ihm dort. Aber warum? Da war auch Mira. Mira, Zoe und Rumi mit ihm von einem von den Saja Boys. Die Saja Boys sind echt gefährlich und die hängen zusammen ab. Aber warum treffen sich alle drei Mädels mit ihm dort an irgendeinem Feld und einem Platz? Es gibt auch natürlich Zoe mit den dunkelblau-lilanen Haaren und natürlich auch Rumi. Mit den lilanen Haaren. Okay, wir fliegen weiter. Wir haben sie verloren. Wir haben sie aber auf jeden Fall gefunden. Jetzt haltet die Augen offen. Aber die größte Frage bleibt, warum die sich zusammentreffen. Ich fliege hier ja gerade alles ab. Ihr könnt es erkennen, aber ich sehe niemanden. Die sind ja weggerannt. Vielleicht verstecken die sich jetzt irgendwo. Okay, hier ist aber nur Grünzeug irgendwie. Nee, das kann nicht sein. Auch keiner von denen hat grüne Haare. Okay, und hier ist irgendwie nur Schrott drin? Sieht aus wie Müll. Wieso treffen die sich an so einem Ort? Ich weiß es nicht. Es sind echt Müllcontainer. Warum treffen sie sich auf einem Müllplatz? Natürlich, weil es ein geheimes Treffen sein soll. Du siehst, wer ist hier nicht? Irgendjemand, keine anderen Menschen, niemand ist dort. Es ist ein geheimes Treffen. Das Gute ist, es ist nur Gino von den Saya Boys da. Die Saya Boys an sich sind nicht da. Er ist doch verliebt in Rumi, die mit den lilanen Haaren. Rumi und Gino, was ein perfektes Paar. Wie cool wäre das denn? Wir haben sie doch gerade mit der Drohne erwischt, wo die sich geküsst haben. Wir fliegen mal weiter. Sollen wir mal woran anders hinfliegen? Einfach raus hier. Ja, die sind abgehauen. Vielleicht sind die ganz woanders hin. Dann fliegen wir jetzt einfach mit euch weiter. Warte mal, das Telefon klingelt. Wer ist es? Rumi ruft an. Ich kann es kaum glauben. Die echte Rumi ruft uns an. Heb sofort ab. Okay, hallo Rumi, wie geht es dir? Ihr könnt sie hier drüben sehen. Ich bin Rumi, K-Pop-Dämonenjägerin. Und ich sag euch eins, die Saja Boys kommen heute dran. Genug mit den Hochglanzfassaden. Genug mit den gestellten Dance Practices, die in Wahrheit dämonische Beschwörungszirkel sind. Jeder Move, jede Line, schwarze Magie im Glitzer-Outfit. Wir wissen längst, was sie sind. Sie sind keine Idols, sie sind Dämonen, erschaffen für Fanservice und Seelenernte. Und ganz ehrlich, ich bin fertig damit, so zu tun, als wäre das hier nur Musik. Okay, wir finden es richtig gut, dass du und Gino versucht, die Saja Boys aufzuhalten. Aber was ist jetzt dein Plan? Ich bin nicht hier, um zu applaudieren. Ich jag sie, weil ich weiß, was K-Pop sein kann, wenn es frei ist. Wenn es nicht mehr von Dämonen regiert wird, die sich als Boygroup ausgeben. Ich werde sie vernichten. Heute Nacht. Alle. Kein Rebrand, kein Comeback, nur das Ende. Wenn ich falle, fall ich als Rumi, K-Pop-Dämonenjägerin bis zur letzten Note.
Okay, mach's gut. Tschüss, Ciao. wir legen auf. Ihr habt es gehört. Rumi ist auf dem Weg, um die Saja Boys aufzuhalten. Und ihr Plan ist wirklich gut. Gut, dass wir mit der Drohne unterwegs sind. Das will ich unbedingt miterleben. Und da fliegen wir jetzt direkt mit euch hin. Hier sind auch schon die K-Pop Demon Hunters auf dem Weg, um die Saja Boys aufzuhalten. Und das Gute ist, genau hier sind sie, Saja Boys. Das ist ihr Hauptquartier von allen bösen Dämonen. Schaut euch mal an, wie groß dieses Gebäude ist. Hier verstecken sich also alle bösen Dämonen. Natürlich muss das Gebäude groß sein, weil Dämonen sind böse und auch riesig. Wir fliegen mal alles ab und fangen von hinten an. Wir fliegen von den kleinen Gebäuden zu dem ganz, ganz großen Gebäude. Ich kann nur hoffen, dass Rumi, Mira und Zoe es auch wirklich schaffen. Die werden es schaffen. Ihr habt ja gehört, wie sie stark ist. Sie sind ein gutes, eingespieltes Team, die K-Pop Demon Hunters. Weil du weißt, was passiert, wenn sie es nicht mehr schaffen. Dann können wir ihre Musik nicht mehr hören. Und ihre coolen Tänze. Leute, ich liebe die K-Pop Demon Hunters. Ja, die können so gut singen und so gut tanzen. Okay, aber du siehst hier ist nichts. Hier ist kein Mensch. Hier ist nicht mal ein Gebäude. Könnt ihr das sehen? Nicht nur das, kein Auto, kein Haus, einfach nichts. Das Einzigste, was da ist, ist die Sonne. Die Sonne strahlt hier auf das Gelände. Was Da ist sind da? sie. Wer ist das? Habt ihr das gesehen? Die sind nicht mehr alleine unterwegs. Die haben alle pinke Sachen. Dann spult mal zurück. Das ging so schnell. Die sind einfach abgehauen. Die sind verschwunden. Bis auf die echten K-Pop Demon Hunters haben die anderen immer das Gleiche an. Wer ist das? Ich weiß es nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Wisst ihr vielleicht, wer das war? Leute mit pinken Anzügen. Sind es gute Leute? Oder sind es vielleicht böse Leute, die die K-Pop Demon Hunters verfolgen? Es könnte sein, dass die K-Pop Demon Hunters sich Verstärkung geholt haben. Ihre Freunde! Natürlich. Und deswegen könnten sie jetzt die Saja Boys besiegen. Jetzt zusammen, alle zusammen gegen die Saja Boys Dämonen. Wir fliegen weiter. Ihr könnt es ja sehen. Wir fliegen hier gerade mit unserer Drohne das ganze Gelände ab. Aber hier in diesem grünen Gebäude ist niemand. Ich muss wirklich zusagen, das sieht nach einem komischen Haus aus. Und da sind Fenster, aber niemand ist drin. Ihr habt es gesehen. Und ihr könnt hinten im Hintergrund sehen, da ist das Hauptquartier von den Demon Boys. Was macht dann so ein grünes Haus dort? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommen wir da nicht rein und da ist niemand. Deswegen fliegen wir jetzt einfach mal, würde ich sagen, direkt zu dem nächsten Gebäude. Würde ich auch sagen, wir müssen sie unbedingt finden, dass wir sie ihm eventuell helfen können. Was machen wir, Leute? Wir fliegen hier weiter, denn hier ist gar niemand. Hier ist gar nichts, außer ein rotes Gebäude, ein grünes und ein gelber Container. Ja, und wo ist Rumi hingelaufen? Ihr habt doch gesehen, es war eine ganz große Gruppe. Irgendwo da in der Nähe müssen sie sein. Was ist, wenn Jumi sie verlassen hat? Nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Dann wird er bestimmt böse wegen dem Liebeskummer. Guckt euch an, wie groß das Gebäude ist. Da fliegen wir jetzt zusammen mit euch hin. Ihr seht doch jetzt hier schon das Saja Hauptquartier. Da fliegen wir jetzt aber nicht hin. Wir fliegen davor erstmal hier in die zerstörte Halle, damit ihr auch seht, wie böse die sind. Wie krass, alles vor dem Hauptquartier ist einfach zerstört. Da stand mal ein ganzes Haus. Die Saja Boys sind auch böse und deswegen kommen die K-Pop Hunters. Und natürlich sind sie böse. Es sind ja auch echte Dämonen. Dämonenhunter, Dämonenjäger, K-Pop Dämonenjäger. Mama! Da ist sie. Da ist Rumi. Und da ist Gino. Was machen die? Die tanzen miteinander. Aber wieso ausgerechnet die beiden wieder? Ihr seht es hier live, die zwei tanzen. Vielleicht lieben die sich ja. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, die sind ineinander verliebt. Ich denke auch. Oh, die sind einfach weg. Wo sind die jetzt hin? Sag mir nicht, sie sind in das zerstörte Haus rein, in diese Ruine. Sollen wir da reinfliegen? Nein! Wir fliegen da auf gar keinen Fall rein. Wir haben nur eine Drohne. Wenn diese Drohne abstürzt, ist unsere Drohne kaputt. Ihr seht schon jetzt, wie das gefährlich aussieht, alleine reinzugehen. Wo? Da können wir nicht auch noch reinfliegen. Wobei hier ist eine große Garage, ein großer Eingang. Vielleicht sind sie da reingelaufen und da komme ich auch gut rein. Das kann natürlich sein, dass sie da wirklich drin sind. Ihr könnt es sehen, aber auch drinnen ist alles kaputt. Wir fliegen rein. Für euch fliegen wir rein. Wir riskieren es. Lasst ein Like da, abonniert unseren Kanal und schaut dieses Video bitte bis zum Ende. Leute, wir müssen reinfliegen, weil wir ja unbedingt wissen wollen, was die zwei denn so aushecken gerade. Sind die nicht in der Ruine? Wir sind nicht in der Ruine. Vielleicht in der anderen. Vielleicht auf der anderen Seite vom Gebäude. Das kann natürlich sein, dass sie einfach durchgelaufen sind. Ihr kennt doch alle die K-Pop-Dämonenjäger. Sie sind einfach nur gut. Sie wollen singen und sie wollen Dämonen jagen. Und die Dämonen sind die Saja Boys. Aber warum chillt dann einer der Jungs mit den Girls dort? Das ist eine sehr gute Frage. Wahrscheinlich will er die Saja Boys verraten, austreten aus dieser kriminellen Vereinigung. Oder ist das wirklich ein geheimes Liebespaar? Meinst du? Ja. Die hassen sich nicht, die lieben sich. Das kann natürlich auch ein gutes Versteck für die beiden sein. Oh mein Gott, und was ist mit Zoe? Was ist eigentlich mit Zoe? In wen ist sie verliebt? Wo ist Mira? Ich weiß auch nicht, was mit denen los ist. Auf jeden Fall müsst ihr das Video bis zum Schluss anschauen. Wir finden gerade nur noch Rumi. Aber wo sind die anderen beiden? Und Juni. Wo sind die?
Ich weiß es nicht. Sind die da drin? Die sind da drin, oder? Nein! Wir fliegen weiter, Leute, ihr seht es ja. Wir müssen weiter zum Hauptquartier der Dämonen fliegen. Schau mal, da sind sie auf der Brücke! Ihr könnt es sehen, da tanzt Zoe. Wieso tanzen die denn jetzt alle auf der Brücke? Und Mira. Und Zoe, was machen die dort? Ich habe keine Ahnung, die wollen wahrscheinlich das Hauptquartier stürmen. Das ist die Brücke zum Hauptquartier und sie freuen sich und deshalb tanzen und singen sie. Ihr seht ja hier die Brücke Eingang, da ist aber keiner mehr. Natürlich nicht, die sind alle im Gebäude drin, die Saja Boys, die Dämonen. Da kommen wir aber leider nicht rein mit unserer Drohne. Wir können nur von außen die ganzen überwachen. Wir können nur durchs Fenster blicken, aber mit der Drohne können wir natürlich nicht durch das Glas fliegen. Die K-Pop-Dämonenjäger, die können wir nur von außen überwachen. Aber ich hoffe, dass sie gewinnen. Sie müssen die Dämonen besiegen und wir sind live mit der Drohne für euch dabei. Wir fliegen einfach weiter. Wir haben nämlich genug Drohnenakku. Wir haben hier alles für euch geladen, damit ihr ein richtig spannendes Video sehen könnt. Und schaut mal, wie tief es da runter geht. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst. Ich würde da nicht gerne wohnen. Gott sei Dank habe ich keine Höhenangst, weil das ist wirklich sehr, sehr tief. Und unsere Drohne ist ganz weit oben in der Luft. Da treffen sie sich alle. Okay, aber was machen die? Streiten die sich oder reden die? Es ist auf jeden Fall nur einer von den Saya Boys da gewesen. Und hast du die Handbewegung gesehen? Die diskutieren über irgendetwas. Wenn ihr wisst, was hier los ist, dann lasst es uns unbedingt in den Kommentaren wissen. Schreibt es jetzt in die Kommentare. Und wo sind die anderen Jungs der Saja Boys? Wo sind die anderen Dämonen? Es ist immer nur der eine da. Das bedeutet, die K-Pop Demon Hunters, die lieben diesen Gino? Ja, aber alle, Rumi, Mira und Zoe, alle sind verliebt in den gleichen Jungen? Oder wollen sie sich mit ihm Informationen holen? Ah, und dann besiegen sie zusammen die Dämonen. Das bedeutet aber, dass Gino von den K-Pop Demon Hunters jetzt ein neues Mitglied ist. Ist er jetzt gut geworden? Nein, ein Dämone bleibt ein Dämone. Doch. Nein, auf keinen Fall. Der Gino verrät die Saya Boys. Nein, er verarscht die K-Pop Hunters. Und will sie in einen Hinterhalt locken. In eine Falle, genau da beim Hauptquartier, wo alles schon zerstört ist. Weil die Falle wurde natürlich davor geprobt. Spannend, Leute, unser Video hier. Aus diesem Grund schaltet nicht ab. Das sind ja Fragen über Fragen. Wir fliegen die ganze Halle mit euch ab. Vielleicht finden wir einen Hinweis. Oder das Versteck. Ganz genau das Versteck von den Dämonen. Wir haben es auf jeden Fall noch nicht entdeckt. Wir haben bisher jetzt nur Gino entdeckt. Und ihr seht ja, die Halle ist komplett leer und zerstört. Ich bin so gespannt, wer diesen Kampf später gewinnen wird. Na, wer wohl? Ich hoffe natürlich die K-Pop Hunters. Okay, natürlich, aber es könnte auch sein, dass die Saya Boys jetzt gerade einen Hinterhalt planen und die K-Pop Dämonenjäger besiegen. Dann sieht es aber richtig schlecht aus. Du weißt doch, dann können wir beide nicht mehr auf das Konzert gehen. Und wir wollen da unbedingt hin. Ja, natürlich. Die singen und tanzen perfekt. Habt ihr da draußen schon den Kinofilm gesehen? Ich hoffe es natürlich. Gibt's doch jetzt neu auf Netflix. Und wenn ihr ihn nicht gesehen habt, dann schaut ihn euch unbedingt an und danach unser Video. Und dann gehen wir zusammen alle aufs Konzert. Und es wäre richtig cool. Ja, weil die spielen immer vor ausverkauftem Haus. Aber wir müssen uns jetzt konzentrieren. Wir müssen jetzt auf jeden Fall die Saya Boys, also die Saya Jungs aufhalten. Auf jeden Fall. Wir müssen denen helfen, die Dämonen zu besiegen. Und ich glaube, in dieser Halle finden wir nichts mehr. In dieser Halle fliegen wir einfach raus. In der Halle ist nur noch Schrott und Asche. Wir müssen da raus zum Hauptquartier fliegen und hoffen, dass Rumi, Zoe oder Mira dort in der Nähe ist. Ich habe so viele Fragen, die unbeantwortet sind. Ich natürlich auch. Was machen die denn überhaupt dort? Du hast recht, hier ist der Beweis. Sie haben sich gerade geküsst. Ich sag's noch, ich habe keinen Beweis, die kämpfen. Aber warum kämpfen die K-Pop Demon Hunters gegeneinander? Weil natürlich wegen der Liebesgeschichte alle sind verliebt. Alle sind kaputt. Nein, habt ihr das gesehen? Spult zurück, Leute. Ihr müsst auf jeden Fall zurückspulen. Wie hart war das? Ich kann den Kampf gar nicht mehr mit anschauen. Und du hattest komplett recht. Das war der Beweis. Gino und Rumi haben sich geküsst. Und das Problem ist, dass Mira und Zoe auch verliebt in den gleichen Jungen sind. Und deshalb streiten die sich und haben jetzt gegeneinander gekämpft, obwohl sie doch gegen Dämonen kämpfen sollen. Das bedeutet, sie haben gar nicht versucht, die Saya Boys zu besiegen. Nein, überhaupt nicht. Das war nie der Plan. Die wollten die Beziehung kaputt machen. Aber warum denn? Ich weiß es doch nicht. Die haben so gut zueinander gepasst. Wenn die sich streiten, können sie auch nicht mehr ein Konzert machen, weil dann werden sie auch nicht mehr zu dritt zusammen singen. Das bedeutet, dieses ganze Gebäude hier, in diesem Gebäude befinden sich die Saya Boys, aber haben nichts geplant. Nein, aber da wird jetzt wahrscheinlich Rumi mit reingehen, weil das ja der Girlfriend ist. Das bedeutet, Gino rettet jetzt Rumi, indem er sie in das Hauptquartier von den Saja Boys bringt. Ganz genau. Und Mira und Zoe bleiben draußen und gucken in die Röhre. Wir schauen mal draußen. Gerade wo du sagst, gucken wir am besten draußen. Vielleicht können wir in das Gebäude reinfliegen. Hoffentlich, aber ihr seht, es ist ein sehr, sehr großes Gebäude. Es gibt so viele Winkel, überall Verstecke. Und ihr seht es, hier sind 6
Kreise für die 6 Mitglieder aus der Band. Ja, natürlich, aber vielleicht haben die Kreise noch eine andere Bedeutung. Wir fliegen mal mit euch etwas näher hin. Schaltet nicht ab, abonniert unseren Kanal und schaut dieses Video bis zum Schluss. Oh mein Gott, was machen die dort? Sie tanzen. Aber wieder alle zusammen. Sie sind, wie du es gesagt hast, ein Team. Ja, natürlich, ein Team und tanzen zusammen. Hey, ich habe so viele Fragen, warum das der Fall ist. Dann müssen wir doch die Fragen jetzt irgendwie beantwortet bekommen. Gehen wir rein und beantworten die Fragen mit euch. Kommt mit. Das beantwortet natürlich unsere Frage. Rumi und Gino sind ein Liebespaar. Und schaut mal, wie verliebt die sich anschauen und die gehen einfach im Park und essen dort Erdbeeren. Die schieben sich das gegenseitig in den Mund. Das ist so romantisch. Ich kann es gar nicht glauben. Ich hätte nicht gedacht, dass sie sich wirklich lieben. Aber fällt dir was auf? Das sieht ja so aus, als wenn die schon sehr, sehr lange ein Liebespaar sind. Nur jetzt haben sie es öffentlich gemacht, weil wir zusammen mit euch sie mit der Drohne überwacht haben. Davor haben wir es nicht gewusst, es war eine geheime Liebe. Aber jetzt können wir es alle sehen. Sie küssen sich, Leute, ihr könnt es sehen, sie küssen sich wirklich ganz innig. Das haben wir live bei der Drohne auch gesehen, wie sie sich geküsst haben, aber dann sind sie weggerannt. Auf Und jeden jetzt Fall. endlich zeigen sie sich in der Öffentlichkeit. Vielen, vielen Dank an Toonmik, dass wir dein Video hier anschauen können. Damit war unsere Frage auch beantwortet. Sie sind ein Liebespaar und so wie es aussieht schon sehr, sehr lange. Genau, und sie laufen Hand in Hand. Es ist einfach schön mit anzusehen, was sie da machen. Aber man darf nicht vergessen, er ist und bleibt ein Dämon. Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist gut geworden. Er ist immer noch von den Saja Boys. Rumi hat ihn gut gemacht. Aber wie kannst du denn einen Dämon einfach gut machen? Ich weiß es nicht, weil vielleicht hat sich ja Gino einfach in sie verliebt und sein Herz geöffnet. Oder Gino verarscht Rumi. Das glaube ich nicht. Schaut dir das mal an, er spielt sogar Gitarre. Du weißt doch, das sind Konkurrenten. Es sind 2 verschiedene K-Pop-Bands. Du hast recht. Was ist, wenn das alles nur geplant ist? Und ihr wisst ja, von den K-Pop-Hunters sind die Konzerte immer ausverkauft. Das bedeutet, Gino verarscht gerade Rumi. Das ist nur eine Vermutung. Da sieht es noch so aus, als wenn sie wirklich ein Liebespaar sind. Aber es kann sein, dass die sich ja gegenseitig verarschen. Aber das bedeutet, wir müssen Rumi retten. Ja, wenn wir uns sicher sind. Vielleicht finden wir jetzt noch einen Beweis, dass wir sicher sind, wenn die sich wirklich streiten. Leute, Mann, ihr müsst auf jeden Fall ein Like da lassen. Aber ich sehe, bis jetzt streiten sie sich nicht. Sie sind immer noch sehr, sehr verliebt und lachen miteinander. Natürlich, weil er sie manipuliert. Er verarscht sie. Sogar mit einem kleinen Hund hat er ihr geschenkt. Du darfst nicht drauf reinfallen. Das ist alles nur eine Verarsche. Er hat ihr einen Hund geschenkt, damit er sein Herz erobert. Wir haben aber noch keinen Beweis. Er ist noch nicht zum Dämon geworden oder ist böse geworden. Schau dir es an. Da ist er. Oh nein, da ist einer von den Saja Boys und beobachtet sie. Er ist wahrscheinlich auch verliebt in Rumi. Oder es ist wegen der Falle, weil sie eine Falle gestellt haben. Ich kann es dir nicht sagen. Oder er ist eifersüchtig auf Rumi. Aber warum beobachtet er sie hinter einem Baum so? Weil Juni natürlich weiß, dass er beobachtet wird. Das ist alles geplant. Und Rumi weiß von nichts. Ja, es scheint so, als würde Rumi nichts ahnen. Bis jetzt sieht alles noch schön aus. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran, was passiert, wenn die sich streiten und wieder gegeneinander kämpfen. Dann ist es auf jeden Fall zu spät. Dann sind wir zu spät. Die K-Pop-Dämonenjäger Rinnen und alle, schau mal, der verfolgt sie schon wieder. Das bedeutet wirklich, die Saja Boys wollen den K-Pop Demon Hunters etwas antun. Weil dann sind sie alleine die K-Pop-Band und dann sind ihre Konzerte ausverkauft. Ihr könnt es sehen, das ist immer noch das Video von Toonmik. Aber dann bedeutet ja, dass die Dämonen gewinnen. Und was ist jetzt hier mit Zoe und Mira los? Stimmt, was ist mit denen? Nein! Die küssen sich. Nein, sind die wirklich auch ein Paar? Ich glaube es nicht. Die sind doch immer zu dritt. Ist ja eine Band mit 3 Mädchen so. Aber die 2 küssen sich. Mein Gott, ihr seht es, auf dem Becher steht sogar Zoe und Mira. Mira und Zoe sind auch ein Paar? Ich glaube das gar nicht. Die Frage habe ich zwar gar nicht gestellt, aber jetzt wissen wir es trotzdem. Die küssen sich alle zu dritt? Das gibt es nicht. Was ist hier los? Mira und Zoe sind doch eindeutig ein Paar, oder nicht? Natürlich, Leute, aber wieso ist dann Juni und Rumi einfach da? Das verstehe ich auch nicht. Aber immerhin, keiner davon ist ein Dämon. Ich weiß Nur gar nicht, Gino ist der Dämon. ob wir das anschauen dürfen. Natürlich! Wir wollen doch die Fragen stellen. Wer ist mit wem verheiratet? Wer ist in wen verliebt? Okay, ich finde es ja irgendwie richtig schön, dass auch Zoe und Mira sich lieben. Schau mal, da küssen sie sich schon wieder. Die küssen sich echt sehr, sehr oft. Sie könnte sein, dass sie frisch verliebt sind. Deshalb küssen die sich so oft. Natürlich, frisch Verliebte, die küssen sich ganz oft auf die Backen und auf den Mund. Und die anderen haben ja schon eine Reise gemacht. Die waren überall am Strand, am Meer, überall. Ich bin so glücklich, dass wir endlich alle Fragen beantworten konnten und dass es alles gut ausgegangen ist. Das ist echt eine wunderschöne Liebesgeschichte. Rumi von den K-Pop Demon Hunters ruft mich gerade an. Was soll ich denn machen? Natürlich müssen wir abheben und mit Rumi sprechen.
vielleicht ist es was Wichtiges. Ja, dann geh auf jeden Fall ran. Hilfe, Hilfe, Hilfe! Ich werde gerade von den Saja Boys verfolgt und sie wollen mir etwas... Sie hat einfach aufgelegt, der Empfang ist einfach abgebrochen. Aber habt ihr alle gehört, was sie gesagt hat? Sie braucht unsere Hilfe, sie wird verfolgt von den Saja Boys. Was machen wir denn jetzt? Wir müssen ihr unbedingt helfen. Ihr schaltet auf gar keinen Fall ab und schaut dieses Video bis zum Ende. Wir müssen zusammen mit euch die K-Pop Demon Hunters retten. Weil wenn wir das nicht schaffen, dann gibt es keine Konzerte mehr, keine Musik mehr, keine Filme mehr. Ihr habt ja gerade Rumi von den K-Pop Demon Hunters gehört. Sie ist in Gefahr. Und deshalb fliegen wir auch mit der Drohne direkt zu denen, dass wir ihnen helfen können. Leute, lasst auf jeden Fall ein Like da und schaut dieses Video bis zum Ende. Wir müssen die K-Pop Demon Hunters vor den Saja Boys retten. Deshalb schauen wir jetzt nach, wo sind denn die K-Pop Demon Hunters wirklich jetzt? Unsere Drohne ist in der Luft. Da ist sie. Rumi! Und sie rennt weg. Wie rennt sie weg? Sie wird verfolgt von einem roten Auto. Wer sitzt denn da bitte in dem Auto drin? Noch mehr Autos! In den Autos sitzen die Saja Boys. 100%ig! Deshalb hat sie uns hier angerufen, weil sie unsere Hilfe braucht. Sie wird verfolgt von den Saja Boys. Und deswegen hat auch der Empfang abgebrochen. Deswegen hat sie aufgelegt, weil sie gar keine Zeit hat. Oh mein Gott, das sind die Saja Boys! Ihr seht sie stehen auf der Brücke und beobachten alles. Aber was machen sie auf der Brücke? Tanzen jetzt? Natürlich vor Freude, weil sie die K-Pop Demon Hunters gefunden haben. Ihr habt doch alle den Film gesehen. Die Saja Boys sind Dämonen und wollen die Zuschauer von den K-Pop Demon Hunters klauen. Die sind böse und es war wirklich die ganze Gruppe da, Baby Saja, einfach alle. Gino, alle waren da. Ich kann es gar nicht glauben. Aber wie können wir denen jetzt helfen? Pass auf! Oh, ich dachte schon, das sind die K-Pop Demon Hunters, aber das ist nur ein Fahrradfahrer. Ich wollte gerade sagen, die fahren kein Fahrrad. Hast du die jemals mit dem Fahrrad fahren sehen? Natürlich nicht, die sind immer zu Fuß unterwegs oder auf Bühnen und singen. Aber wo sind jetzt denn die anderen beiden? Wir haben Rumi getroffen, es fehlt noch Mira und Zoe. Beide natürlich, erst dann sind sie vollständig. Vielleicht sind sie ja bei den Gleisen und wollen mit dem Zug davonfahren. Nur zu dritt sind sie am Start. Leute, wir fliegen jetzt direkt mit euch zu den Gleisen. Vielleicht finden wir sie ja irgendwo. Irgendwo müssen sie sein. Sie müssen zusammen sein, weil ihr wisst, die Saja Boys sind ganz in der Nähe. Ihr haltet eure Augen offen. Wir sind jetzt hier bei den Gleisen. Vielleicht sind hier auch irgendwo die K-Pop Demon Hunters. Aber du musst vorsichtig fliegen, weil Gleise bedeutet auch, dass da auch Züge fahren könnten. Ich pass auf. Ich will unsere Drohne natürlich nicht kaputt machen. Ihr seht es ja. Ich fliege gar nicht. Pass auf! Habt ihr das gesehen? Wie ich es gerade gesagt habe, da kam wirklich ein echter Zug. Ganz knapp, Leute. Zum Glück bin ich 1 Meter über dem Zug, sonst hätte der Zug direkt in unsere Drohne gerammt. Und dann können wir doch den K-Pop Demon Hunters gar nicht mehr helfen. Okay, aber wo ist jetzt Rumi hin? Wir müssen ja noch Zoe und die andere finden. Ich hoffe ja, dass sich Rumi jetzt mit den anderen beiden treffen möchte. Dann könnten wir alle 3 auf einmal finden. Und wo könnten die sein? Habt ihr eine Idee, wo die sich befinden könnten? Nein, die ist doch abgehauen vor den Saja Boys. Die kann sich verstecken, die kann wegrennen. Wir wissen es nicht. Wir müssen alles abfliegen. Wir haben zusammen mit euch die Saja Boys gefunden. Ihr habt gesehen, die Saja Boys sind auf der Suche nach den K-Pop Demon Hunters. Und ihr wollt doch bestimmt auch, dass wir sie retten. Da unten sind die K-Pop Demon Hunters. Wir haben sie gefunden. Ihr seht es, 3 Stück. Ja, 3 Stück, perfekt. Und ihr seht an den Haarfarbe, rot ist Mira. Nein, das waren sie doch nicht, Leute. Das waren irgendwelche Fußgänger. Oh, hast du mich gerade erschreckt? Ich dachte wirklich sehr gut, wir haben sie gefunden. Erst finden wir jemanden auf dem Fahrrad, einen Fahrradfahrer, und jetzt finden wir noch Fußgänger, die am See spazieren gehen. Jetzt wird's aber langsam kompliziert. Wir müssen uns ranhalten. Wo sind denn die K-Pop Demon Hunters? Schau mal, da hinten ist ein riesengroßes Hochhaus. Lass uns doch mal dahin fliegen. Das ist das größte Haus, was überhaupt in der ganzen Stadt ist. Da haben wir eine gute Chance. Und da fliegen wir jetzt zusammen mit euch hin. Wir schauen, ob wir auf dem Dach irgendjemand erkennen. Vielleicht ist da denn jemand. Das wäre richtig gut. Das sind sie. Das sind wirklich die echten K-Pop Demon Hunters. Ich kann es nicht glauben. Ihr seht, was die machen, Freunde. Die tanzen. Die haben es aber gut gemacht. Wo verstecken die sich? Ganz oben auf dem größten Haus. Schau mal, wie sie tanzen. Die haben richtig viel Spaß. Wissen die denn überhaupt, dass die Saja Boys ganz in der Nähe sind? Weil wir sind gerade mal 3 Minuten rübergeflogen. Leute, wir müssen das Gebiet jetzt abfliegen, nach den Saja Boys suchen. Wer weiß, ob die nicht schon unten beim Haus sind oder oben auf dem Dach sind. Ich fliege gerade hoch. Ich gucke, ob ich von oben was erkenne. Weil wenn sie von oben kommen, dann sind die K-Pop Demon Hunters in Gefahr. Ja, weil sonst passiert es, dass die angegriffen werden von den Saja Boys. Leute, ihr lasst ein Like da. Schaut dieses
Video bis zum Ende und abonniert unseren Kanal. Abonnieren ist kostenlos. Ihr wollt doch bestimmt auch, dass wir die K-Pop Demon Hunters retten mit euch zusammen. Ihr habt es gesehen, hier waren wir am Anfang des Videos. Da waren gerade das rote Auto, das Rumi verfolgt hat. Und noch mehrere Autos und Rumi ist da weggerannt von den Saja Boys. Was ist, wenn sich in einem dieser Autos die Saja Boys verstecken? Und die fahren die ganze um das Hochhaus rum. Die sind bestimmt dort in der Nähe. Die wissen hundertprozentig, wo sich die K-Pop Demon Hunters verstecken. Leute, wenn die aufeinandertreffen, kann man für nichts mehr garantieren. Das sind ja echte Dämonen. Ihr wisst ja, die Saja Boys sind eifersüchtig auf die K-Pop Demon Hunters, weil die K-Pop Demon Hunters viel mehr Fans haben. Und die wollen die Fans einfach wegnehmen von den K-Pop Demon Hunters. Aber das werden wir beide verhindern. Wir fliegen weiter, Freunde. Wir müssen hier das ganze Gebiet absuchen. Irgendwo müssen sich die Saja Boys befinden. Und wenn wir sie gefunden haben, dann warnen wir die K-Pop Demon Hunters. Wisst ihr was? Wir landen jetzt die Drohne und rufen sie sofort an. Sehr gute Idee. Wir rufen jetzt Rumi von den K-Pop Demon Hunters an. Hoffentlich geht sie ran. Wir müssen sie warnen, bevor etwas Schlimmes passiert. Das Handy ist aus. Wir können sie nicht erreichen. Was machen wir denn jetzt? Weißt du was? Wir steigen jetzt ins Auto und fahren direkt zu den K-Pop Demon Hunters. Wir wissen ja, wo sie sind. Das ist eine sehr gute Idee und ihr kommt mit. Hoffentlich finden wir den auch wirklich. Dafür lasst ihr alle mal ein Like da und dann finden wir den orangenen Labubu. Ihr habt ihn ja auf der Karte gesehen. Er war nicht weit weg von uns zu Hause. Er müsste also hier irgendwo sich bei diesem Freibad befinden. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr großer Pool. Ah, da ist der orangene Labubu. Ihr seht ihn im Wasser. Leute, der orangene Labubu einfach im Wasser. Ich glaube es nicht. Guck mal, der planscht und hat richtig Spaß. Der spielt ja richtig in dem Pool. Wie cool ist das denn, Leute? Und das ist der originale, echte orangene Labubu. Das stimmt, die Karte hatte recht. Der orangene Labubu beim Wasser. Aber guck dir mal die Farbe von dem Wasser an. Es ist grün, als wäre es richtig giftig und verschimmelt. Das Wasser sieht echt ekelhaft aus. Liegt es am Labubu oder war das Wasser schon davor so? Das weiß ich leider nicht. Wir fliegen weiter, denn er ist abgehauen. Er muss sich ja irgendwo hier befinden. Der kann ja auch sein, dass er die Rutsche benutzt und mit der Rutsche ins Wasser geht. Da können wir aber mit der Drohne leider nicht reinfliegen. Da ist die Rutsche viel zu klein für. Aber wir wissen, auf jeden Fall ist der orangene Labubu hier in der Nähe beim Wasser. Ich fliege einfach mal ein bisschen hier rum, aber ich sehe keine... Was war das? Weiß ich nicht, irgendein Flugzeug, glaube ich. Spult mal zurück, da war gerade irgendwas auf dem Bild. Es ist auf jeden Fall ist es geflogen und ganz nah an unserer Drohne vorbei. Und es war nicht der Labubu. Der Labubu kann ja nicht fliegen. Ja, und orange habe ich auch nichts gesehen. Und ihr wisst ja, normalerweise ist das Wasser von einem Freibad oder von einem Swimmingpool blau. Du musst aber jetzt echt aufpassen, falls nicht noch so ein Vogel kommt. Ja, du kannst so laut sagen. Wir fliegen weiter. Guck mal, hier ist ein Basketballfeld. Neben dem Swimmingpool. Und da ist noch ein Beachvolleyballfeld. Vielleicht ist der orangene Labubu ja dort. Ich fahr mal hin, ein bisschen näher. Vielleicht fliegt er, Alter! Der rennt weg. Worin, der haut ab. Das Telefon klingelt. Der orangene Labubu ruft an. Was will er von uns? Wir können es nur rausfinden, indem wir jetzt abheben. Hallo? Ihr müsst aufhören, mir zu folgen. Wirklich. Ich sehe euch die ganze Zeit in meinem Schatten. Ihr denkt, ich merke das nicht? Ich merke das. Hört auf damit. Ihr denkt, der orangene Labubu weiß bestimmt was. Wir mögen einfach Labubus. Aus diesem Grund haben wir dich beobachtet mit unserer Drohne. Wisst ihr, wer wirklich wichtig ist? Der rote Labubu. Der rote Labubu ist der, den ihr finden müsst. Am Sportplatz. Er wartet da. Er weiß mehr, er hat Antworten. Nicht ich. Also geht dorthin. Lasst mich raus aus der Sache. Ich habe nichts mehr damit zu tun. Habt ihr verstanden? Okay, vielen Dank. Ciao. Habt ihr das gehört? Der orangene Labubu möchte nicht, dass wir ihn verfolgen. Sondern wir sollen jetzt lieber zum roten Labubu fliegen mit unserer Drohne. Der ist bei einer Schule und dort auf dem Spielplatz. Worauf warten wir? Wir fliegen einfach mal zu dieser Schule hin. Ihr habt den orangenen Labubu am Telefon gehört. Der rote Labubu befindet sich auf einem Sportplatz an der Schule. Und wir sind hier bei der Schule und jetzt müssen wir nur noch nach dem Sportplatz gucken. Und ich sehe hier unten wieder ein Basketballfeld. Ein sehr, sehr großer Basketballfeld und hoffentlich ist da der rote Labubu. Bis jetzt sehe ich aber noch keinen einzigen Labubu. Ihr wisst ja alle, wie Labubu aussieht. So wie der erste Labubu, der orangene, nur jetzt in rot. Hoffentlich hat uns der orangene Labubu nicht verarscht. Der müsste doch eigentlich hier bei dem Basketballfeld sein. Da ist doch groß und sehr, sehr viel Platz. Da kann er doch spielen, der rote Labubu. Wir fliegen mal ein bisschen näher. Vielleicht übersehen wir ihn. Vielleicht sehe ich was ihr nicht seht. Ja, und die Labubus sind ja auch sehr klein. Okay, aber hier ist keiner. Ich sehe nur einen gelben Rahmen, aber keinen roten Labubu. Wieso ist da ein gelber Rahmen überhaupt an der Schule? Ich weiß es nicht. Wir müssten auf jeden Fall die Augen offen halten. Da ist einer! Was? Das ist der gelbe Labubu! Das ist wirklich gelb, hä? Er hat doch gesagt, das soll der rote Labubu
sein. Das heißt, er hat nicht die Wahrheit gesagt. Der orangene Labubu hat uns angelogen. Wir haben jetzt auf dem Sportplatz an der Schule den gelben Labubu gefunden. Okay, das ist aber gut. Wir haben jetzt den gelben, dann suchen wir danach einfach den roten, den blauen, den grünen. Wir suchen heute alle Labubu mit euch. Deshalb bleibt auf jeden Fall dran und schaut das Video bis zum Ende. Wir werden heute wirklich alle Labubu mit der Drohne finden. Wenn der gelbe jetzt aber hier ist, dann muss er sich irgendwo versteckt haben und wir müssen jetzt den gelben Labubu mit euch zusammen finden. Wir bleiben jetzt auf jeden Fall mit der Drohne an dem gelben Labubu dran, weil den haben wir jetzt hier gefunden statt dem roten Labubu. Deswegen fliegen wir jetzt auch ganz gemütlich zusammen mit euch diese Schule ab und suchen jede Ecke ab. Der irgendwo muss er sein. Er war gerade am Sportplatz und ist weggegangen. Ja, das heißt, er kann ja auch nicht weit hin sein. Nein, aber die Schule ist groß, das siehst du doch. Allein der Sportplatz war groß und ihr seht schon bei den Drohnenaufnahmen, wie groß die Schule ist. Ja, und der Labubu ist im Verhältnis ganz klein. Ihr wisst ja alle, wie groß ein Labubu ist. Und wir gehen davon aus, dass er alleine dort ist. Das heißt, er kann überall sein. Aber die Drohne wird nicht... Da ist er! Da ist er! Ich habe ihn gefunden. Hier ist der gelbe Labubu. Er ist zum Spielplatz gelaufen. Und er hat richtig viel Spaß. Ist ja cool. Vom Sportplatz zum Spielplatz. Ihr seht ja gerade, was er macht. Er hüpft rum und alles. Das ist der gelbe Labubu, so wie wir ihn kennen, mit Spaß und Freude. Jetzt habe ich ihn wieder verloren. Nein. Er war doch gerade hier. Ihr habt es gesehen. Ja, genau da beim Spielplatz hat er mit Freude gespielt. Das Gute ist, jetzt kann er nicht weit weg sein. Das heißt, wir werden ihn ein drittes Mal finden. Und so schnell kann ein Labubu auch nicht laufen. Ich flieg mal hier hinten zu diesem anderen Spielplatz mit diesen Reifen. Ja, das ist eine gute Idee. Vielleicht ist er zu dem Spielplatz gelaufen. Aber hier ist keiner. Ich sehe niemanden. Seht ihr was? Ich sehe Reifen und irgendein Gerüst in grün. Und ganz viel Sand, wie in dem Spielplatz. Natürlich, Sand muss natürlich dabei sein. Aber wo ist der gelbe Labubu? Wenn er hier nicht ist, dann muss er vielleicht auf die andere Seite von der Schule gelaufen sein. Ja, dann müssen wir da hin. Dann fliegen wir da mit der Drohne jetzt hin. Zum Glück haben wir noch genug Akku. Wir haben unseren Akku extra für euch heute geladen. Deshalb lasst mal ein Like da, dass unsere Drohne genug Akku hat. Okay, wir fliegen weiter. Wir fliegen ein bisschen höher. Vielleicht haben wir von oben eine bessere Chance, ihn zu sehen. Sehr gute Idee, weil ich will den gelben Labubu unbedingt mal wieder finden, weil er macht einfach Spaß. Er ist nett, er sieht gut aus, er ist süß, alles. Wir brauchen deine Hilfe. Du musst uns in die Kommentare schreiben, wenn du einen Labubu siehst, oder gib einfach einen Daumen hoch, wenn du einen Labubu siehst. Sobald du einen siehst, einfach ein Like da lassen. Ich glaube, der ist weitergefallen. Sollen wir den anderen suchen? Dann suchen wir jetzt auf der Karte einen anderen Labubu. Wir haben bereits den orangenen Labubu gefunden. Der orangene hat behauptet, der rote sei am Sportplatz, aber der gelbe war da. Aus diesem Grund werden wir jetzt den roten Labubu mit Sicherheit suchen. Lass uns keine Zeit verschwenden. Wir sind jetzt hier bei einem Zirkus und die Farben von dem Zirkuszelt passen perfekt. Rot ist dabei. Jetzt fehlt nur noch der rote Labubu. Drückt uns die Daumen, gebt ein Like und wir fliegen jetzt zusammen mit euch diesen ganzen Platz hier ab. Wir wollten ihn schon vorhin finden, aber jetzt hoffe ich, dass wir ihn wenigstens hier bei dem Zirkus finden. Das kriegen wir hin. Wir haben ja euch, wir haben eure Hilfe. Da ist er! Ja, warte! Das sind sogar zwei. Rot und Blau, beide Labubus sind dort. Der blaue Labubu sieht ja mal richtig cool aus und der rote Labubu auch. Aber warum sind denn beide dort? Roter Labubu und der blaue Labubu sind dort. Das Zelt war ja rot und blau, das Zirkuszelt. Ja, du hast recht, wie unsere Farben, rot und blau. Die wohnen da vielleicht, die zwei Labubu. In dem Zelt. Das macht Sinn und hier ist auch ein rotes Dach. Wir haben endlich beide gefunden, auf einmal mit einem Streich. Und das Beste ist, wir haben es von alleine gefunden, mit euch zusammen und nicht wegen dem orangenen Labubu. Der hat uns nur verarscht. Wir haben jetzt mit euch zusammen den roten Labubu und den blauen Labubu gefunden. Wir geben aber nicht auf, wir fliegen weiter, weil wir haben ihn verloren. Hier ist ein roter Stuhl. Ja, irgendwo müssen sie sein. Sie dürfen sich nicht verstecken. Wenn wir sie einmal gefunden haben, müssen wir sie auch das zweite Mal finden. Hier ist alles rot und blau. Das ist einfach Wahnsinn und ich bin so gespannt, wollen wir sie nochmal sehen, was sie dann machen. Eben, aber es hätten wir uns auch denken können. Rot und blau und was kommt? Ein roter Labubu und ein blauer Labubu. Ihr seht hier das Zelt. Ich bin mal ein Stückchen nach hinten geflogen. Das ist richtig groß. Allein nicht nur das Zelt, das ganze Gebiet, wo die sich aufhalten und wahrscheinlich spielen, ist sehr, sehr groß. Vielleicht steigt jetzt ein weiterer Labubu aus dem Zug aus und besucht die zwei. Vielleicht ist es ja ein Treffpunkt und jetzt kommt noch ein Labubu aus der Bahn. Da ist jemand ausgestiegen. Und? Ah, das ist nur ein Mensch. Ich wollte gerade sagen, das ist nur ein Mensch, hat auch keine Farbe an. Und wir fliegen jetzt zurück wieder zum Zirkus. Wo ist das hin? Wo ist das ganze Zirkuszelt? Ihr habt doch gerade noch gesehen, der ganze Zirkus war da und jetzt ist er weg. Wo ist der rote Labubu? Wo ist der blaue Labubu? Wo ist das Zelt? Es kommt ein Anruf rein. Der blaue Labubu ruft an. Was will er von uns? Wir können es nur rausfinden, indem wir jetzt abheben. Was soll das? Ihr glaubt wirklich, ich merke das nicht? Diese Drohne hängt seit Minuten über mir, surrt mir ins Ohr, klebt an mir wie ein Schatten. Reicht jetzt. Hört auf damit. Sofort. Ich bin nicht euer Ziel. Ich will nichts mit euch zu tun haben. Ich habe euch gesehen. Ich habe euch gespürt. Und ich hab's satt. Ihr hockt irgendwo und glotzt auf mich runter, als hättet ihr irgendein Recht dazu. Habt ihr aber nicht.
Lasst mich in Ruhe. Wir wollen unbedingt alle Labubus kennenlernen und treffen. Wenn ihr wissen wollt, was hier wirklich läuft, dann fliegt zum Boss, zum schwarzen Labubu. Ja, genau, der in der Labubu-Fabrik, mitten im Freizeitpark. Der zieht die Fäden. Der weiß, was abgeht. Nicht ich. Ihr verschwendet eure Zeit mit mir. Und ehrlich, ihr riskiert, dass ich die Drohne vom Himmel hole, wenn ich sie nochmal sehe. Also macht euch nützlich, verschwindet hier und fliegt dahin, wo es zählt. Zum Boss. Okay, ciao. Ihr habt den blauen Labubu gehört. Wir sollen zum schwarzen Labubu fliegen. Zu der Fabrik, wo alle Labubus hergestellt werden. Das wäre ja der Wahnsinn. Und das machen wir jetzt sofort mit euch. Ihr habt den blauen Labubu gehört. Die Fabrik befindet sich in einem Freizeitpark. Das ist ja richtig gut getarnt, wenn die Fabrik einfach sich versteckt in einem Freizeitpark. Da kommt man natürlich nicht drauf, dass in dem Freizeitpark die Fabrik ist, wo die Labubus hergestellt werden. Aber weißt du, was das bedeutet? Es wird für uns auch sehr, sehr schwierig jetzt mit der Drohne diese einzelne Fabrik in diesem Freizeitpark zu finden. Aber mit eurer Hilfe schaffen wir das. Aus diesem Grund schaut das Video bis zum Ende und lasst ein Like da. Ihr wollt doch bestimmt auch die Fabrik sehen wie alle Labubus. Ein weißes Auto? Oh mein Gott, das einzigste Auto in dem Freizeitpark, das macht doch gar keinen Sinn. Ah ja, normalerweise ist jetzt der Freizeitpark geschlossen. Deshalb frage ich mich, warum da ein weißes Auto fährt. Und in dem Freizeitpark laufen eigentlich Passanten rum, Leute, und kein Auto. Was ist, wenn da der schwarze Labubu im weißen Auto drin sitzt und jetzt zur Fabrik fährt? Du meinst der Chef von allen Labubus? Natürlich, was macht der? Er fährt natürlich Auto. Wir folgen diesem Auto, Leute. Ihr schaltet nicht ab. Wir gucken, ob da jetzt ein Labubu aussteigt. Weil ich will unbedingt die Fabrik auch von innen sehen. Das will ich unbedingt sehen. Leute, ich glaube, der ist da gerade ausgestiegen und deswegen fährt das Auto weiter. Was machen wir denn jetzt? Drum, das Auto fährt weiter und da ist 100%ig ein Labubu ausgestiegen. War er schwarz? Ich weiß es nicht. Ich habe nur gesehen, ein Schatten. Weil der schwarze Labubu ist der Chef der Fabrik. Und der ist hier reingelaufen. Guckt euch das mal an. Das sieht aus wie eine Fabrik. Das wollte ich auch gerade sagen. Leute, könnt ihr das sehen? Das sieht doch 1:1 aus wie eine echte Fabrik. Da fliegen wir jetzt sofort mit euch rein und hoffentlich finden wir da Da ist der schwarze Labubu. Du hattest recht, er ist aus dem Auto ausgestiegen und läuft in die Fabrik. Ihr könnt es sehen, Leute, er ist in die Fabrik reingelaufen. Was machen wir denn jetzt? Wir fliegen jetzt mit unserer Drohne in das Gebäude hinein. Dann hoffen wir, dass die Tür offen ist, aber du weißt, wie gefährlich das ist, wenn wir jetzt mit der Drohne da reinfliegen. Die Tür ist offen, ihr könnt es sehen, die Tür ist offen, da ist es dunkel. Mein Gott, Leute, lasst ein Like da, bleibt auf jeden Fall dran. Wir fliegen jetzt wirklich in die echte Labubu-Fabrik. Wir sind auch schon drinnen, guckt euch mal an, wie gruselig das da aussieht. Es sieht richtig gespenstisch aus. Natürlich, Labubu sind ja auch gruselig mit dem Mund und den Zähnen. Als würden hier Monster produziert werden. Ja, natürlich, Labubu sind ja auch kleine Monster von den Monstern. Wir fliegen weiter und guck mal, es wird hier bewacht von irgendwelchen Wölfen. Die würden einfach... Ja, natürlich, die Fabrik wird bewacht, ist ja logisch. Wir fliegen jetzt in das Herz der Labubu-Fabrik. Wir müssen aber aufpassen. Wir wissen, dass der schwarze Labubu sich da drin befindet. Schaut euch mal an, diese ganzen Zeichnungen hier an der Wand. Das ist ja verrückt. Siehst du doch, so wird ein Labubu gezeichnet auf der Tafel. Oh mein Gott, und da vorne ist das Herzstück der Fabrik, die Lagerhalle. Du siehst schon, das ganze Licht flackert da drin. Da irgendwas passiert da drin. Okay, wir sind da. Ihr lasst auf jeden Fall ein Like da, abonniert diesen Kanal, abonniert es komplett kostenlos. Wir suchen den schwarzen Labubu. Also ich sehe gerade nur eine riesengroße Uhr. Die Uhr ist extrem groß. Die ist zweimal so groß wie wir. Die brauche ich gar nicht, so eine große Uhr. Ich weiß nicht, warum die so eine große Uhr da drin haben. Ich weiß es auch nicht. Ich weiß nur eins, wir suchen jetzt diesen ganzen Raum hier ab. Okay, wir fliegen nach links, Leute. Ihr könnt es sehen. Okay, Bücher, Bücher, Bücher. Was ist das? Eine Zeitmaschine? Eine Labubu-Maschine? Ich glaube, hier wird der Kopf... Schau mal die Farben an! Habt ihr das gesehen? Verschiedene Farben, blau, grün, rot. Das heißt, hier werden wirklich die Labubus hergestellt. In den verschiedenen Farben, egal ob selten, teuer oder billig. Schau dir mal dieses Gerät an, wie krass ist das denn? So ein großes Gerät für so einen kleinen Labubu. Das macht natürlich alles Sinn, aber ich habe den schwarzen Labubu noch nicht gesehen. Der versteckt sich oder er weiß, dass wir kommen mit der Drohne. Ich flieg noch mal raus, vielleicht haben wir was übersehen, vielleicht ist er ja gar nicht hier drin. Doch, da ist er! Der schwarze Labubu, das ist mir viel zu viele Leute. Flieg raus! Die Fabrik war gerade viel zu gruselig. Ich kann immer noch nicht glauben, was wir da gesehen haben. Wir haben auf jeden Fall alle Labubus hier gefunden, bis auf den grünen und den weißen. Dann würde ich mal sagen, wir fliegen am besten jetzt zu dem grünen Labubu. Oder zu dem weißen. Ihr schaltet nicht ab. Ihr bleibt bis zum Ende dran und wir starten die Drohne. Wir sind jetzt hier beim Schrottplatz. Vielleicht werden ja hier die alten Labubus entsorgt. Vielleicht finden wir bei dem Schrottplatz einen kaputten, zerstörten Labubu. Ihr könnt es sehen, hier sind ganz viele Mülltonnen. Leider können wir nicht reingucken, was in den Mülltonnen drin ist. Weil wenn was kaputt ist, wo landet es? Auf einem Schrottplatz.
geht ein Labubu mal kaputt? Ja, aber natürlich. Und deswegen versteckt sich hier auch vielleicht ein neuer Labubu. Wir suchen immer noch den weißen und den grünen Labubu. Stimmt, die zwei fehlen uns noch von der Karte. Da laufen wir mal. Da ist der grüne Labubu. Wir haben einen gefunden und er ist grün. Ihr seht es, er läuft hier rum und freut sich. Aber warum ist der grüne Labubu auf dem Schrottplatz? Das wissen wir nicht. Ihr seht aber, was der grüne Labubu hier macht. Der grüne Labubu ist hier rumgelaufen und freut sich wie je und je. Ja, aber die anderen waren bei einem Pool, bei einem Spielplatz, bei der Schule und der grüne ist einfach auf einem Schrottplatz. Ja, vielleicht, weil einfach grün immer auf den Müll gehört. Oder seine Freunde sind dort in den Mülltonnen, weil sie kaputt sind. Auf jeden Fall ist der grüne hier auf dem Schrottplatz und das ist richtig so. Und wo ist er jetzt hin? Vielleicht hier in diesem grünen Tonne. Weißt du was, der versteckt sich, weil er die Drohne gesehen hat. Wir fliegen jetzt jede einzelne Tonne ab. Irgendwo muss er sein. Sehr, sehr gute Idee. Ihr schaltet nicht ab, wir fliegen jetzt hier rein. Ich sehe aber keinen Labubu. Ich sehe zwar viele Farben, rot, grün, alles dabei, aber ist alles leider nur Müll. Das ist alles Plastikschrott. Dann einfach zur nächsten Tonne. Zur grünen Tonne? Ja, grün zu grün, vielleicht haben wir Glück. Vielleicht haben wir echt Glück. Hier, ich guck mal, was Okay. in dieser grünen Was da Tonne drin? drin ist. Ah, ich dachte was Grünes. Da sind grüne Blätter drin. Nein, da ist er auch nicht drin. Irgendwo wird er sich versteckt haben. Schau mal hier, die ist noch voller, die grüne Tonne. Noch mehr grün. Wir suchen aber immer noch den grünen Labubu. Okay, und hier ist Schrott drin? Da ist wirklich nur Schrott drin, aber kein Labubu, oder? Nee, hier sind irgendwelche Metallstäbe, Metallschrott. Auch rote und grün dabei, aber kein Labubu. Hier Hier liegt eine Matratze in der Mülltonne. liegt da vielleicht ein Labubu drauf. Da ist kein Labubu drin in der Matratzenmülltonne. Gut, dann müssten wir am besten noch zum nächsten Container Fliegen wir in den fliegen. nächsten Container rein. Guck mal, da ist Tessa. Da versteckt er sich im leeren Container. Der grüne Labubu ist hier drin. Was macht er denn bitte in diesem weißen Container? Das Gute ist, er hat sich vor uns versteckt, aber wir haben ihn dank eurer Hilfe gefunden. Wir sind einfach Container für Container abgeflogen und haben den grünen Labubu auf dem Schrottplatz gefunden. Ich habe auch jetzt den letzten Container nochmal abgesucht, da war er nicht mehr. Also ist der grüne Labubu auf jeden Fall alleine dort. Da fliegen wir jetzt einfach mal zu einem anderen Schrottplatz. Vielleicht finden wir da den weißen. Das stimmt, der weiße fehlt uns ja auch noch. Wir haben jetzt alle Labubus gefunden, bis auf den weißen Labubu, der fehlt uns. Deshalb ab zum Schrottplatz. Ihr seht es, dieser Schrottplatz ist nämlich etwas größer. Hier stehen auch Bagger und ganz viele LKWs. Da sind Fahrzeuge drauf, da sieht man sofort, dass er viel, viel größer ist. Das sind alle! Das sind alle. Aber der weiße ist nicht da. Stimmt, seht ihr das? Orange, rot, grün, blau. Ihr seht es, Leute, spult mal zurück, wenn ihr es nicht seht. Hier sind sie. Alle Labubu, wir haben alle Labubu gefunden, aber der weiße fehlt. Der weiße ist einfach nicht da. Was machen wir denn jetzt? Wir haben alle gefunden, bis auf den weißen. So kann das Video doch auf keinen Fall enden. Wenn sich hier alle treffen, dann muss sich der Weiße hier auch verstecken. Stimmt, vielleicht ist der Weiße auch einfach zu spät gekommen und ist irgendwo dort. Hier sind ja auch ganz viele Müllcontainer, wo er sich verstecken kann. Deswegen fliegen wir jetzt mal von oben alles ab und ihr haltet die Augen offen. Weil wenn dort alle sind, dann wird der Weiße auch dort sein. Und ich fliege hier schon mal die ganzen Container ab. Ich sehe blaue Müllsäcke, weiße Müllsäcke, aber keinen weißen Labubu. Ist halt natürlich auch schwierig, wenn da so viele weiße Müllsäcke sind, weil wir jetzt suchen den weißen Labubu. Ihr habt ja gesehen, wie der Orange aussieht, der gelbe, der blaue, der grüne. Wir suchen jetzt den weißen. Nur der weiße Labubu ist natürlich eine absolute Seltenheit, eine Rarität. Und deswegen versteckt er sich vielleicht auch. Der ist auch nicht leicht zu bekommen aus den Mystery Boxen. Bis jetzt haben wir ihn noch nicht ein einziges Mal gesehen. Noch nicht einmal. Ich habe den auch noch nie in echt gesehen. Also ich habe nicht gesehen, wo er irgendwo ist. Aber wir werden kämpfen. Wir werden ihn finden. Mit eurer Hilfe. Alle, die jetzt noch zuschauen. Bleibt dran. Wir suchen den weißen, seltenen Labubu. Mit deiner Hilfe schaffen wir das, Leute. Wir haben alle gefunden, bis auf den weißen Labubu. Und der ist jetzt dran. Nein, es sind wieder alle, aber kein weißer. Gelb, rot, blau, schwarz, alle sind da. Die haben wir heute schon so oft gesehen. Vielleicht finden wir irgendwann auch noch den weißen. Aber der muss doch da irgendwo sein, wenn sich dort alle Labubu treffen. Wo ist dann der Weiße? Macht der eine Pause oder was? Nee, der muss hier auch sein. Der muss sich hier verstecken. Eben, also wir fliegen jetzt nochmal weiter. Er muss in der Nähe sein. Ich muss hochfliegen. Ich fliege jetzt ein bisschen höher. Von oben haben wir eine viel bessere Chance und können viel mehr Gebiet absuchen. Und dann suchen wir auf jeden Fall einen weißen Fleck. Weil das muss der weiße, seltene Labubu sein. Und dieser weiße Fleck muss sich bewegen. Ihr habt es ja gerade gesehen. Alle haben sich bewegt. Stimmt, alle laufen und sind cool drauf. Also gehen wir mal nach oben und schauen, wo der weiße Labubu ist. Wir fliegen hoch. Ihr lasst einen Daumen nach oben da. Das passt einfach perfekt zusammen.